Hallo Freunde, der Lungterberg, der allen als Mount Everest bekannt ist der höchste Punkt der Erde. Sein Gipfel liegt auf einer Höhe von 8.848 m. Es erregt außerordentliche Aufmerksamkeit nicht nur bei professionellen Kletterern, sondern auch bei Hobbyalpinisten. Kraftvoll und massiv, Everest wurde bereits viele Male von mutigen Bergsteigern gedemütigt, aber das tut seiner Größe sicherlich keinen Abbruch. Warum geben viele Menschen enorm viel Geld aus, um den höchsten Gipfel der Welt zu besteigen, und wo genau liegt der Punkt, ab dem sich die Gefahr vervielfacht? Wo würden Bergführer und sogar Freunde sie wahrscheinlich ihrem Schicksal überlassen? Diese und weitere Fragen versuchen wir in diesem Video zu beantworten. Der Berg selbst hat 3 verschiedene Namen, der gebräuchlichste davon ist Everest. Diesen Namen erhielt der Berg 1865 zu Ehren des Wissenschaftlers Sir George. Ein Tourist, der als erster die Lage und Höhe des Berges bestimmt, nennen die Menschen in Tibet den Berg Chomolungta, was übersetzt Göttin des Universums bedeutet, und die Menschen in Nepal verwenden den Namen Sagarmatha, der mit übersetzt werden kann Göttin des Himmels. Die Nepalesen betrachten den Berg als heilig, sie sind mit dem ständigen Zustrom von Touristen nicht zufrieden, obwohl sie gleichzeitig ein solides Einkommen als Führer für diejenigen erzielen, die an einer Reise zum Gipfel interessiert sind, nicht nur für erfahrene Alpinisten, aber auch diejenigen, die erst seit kurzem versuchen, den Gipfel zu erobern. Sie brannten vor dem Wunsch, eine eigene Platte aufzunehmen. Gleich zu Beginn sollte betont werden, dass die Besteigung des Everest zu den teuersten Touristenattraktionen zählt. Der Durchschnittspreis dieser Expedition liegt bei mindestens 40.000 bis 70.000 US-Dollar. Wenn jemand dazu bestimmt ist, auch nur ein Handgelenk zu bezwingen, zahlen andere nur den Eintritt und können die Aussicht von oben nicht genießen, denn im Durchschnitt erreichen 50% der Kletterer den Gipfel. Der Rest kann nicht bestehen bleiben und zurückkehren. Viele Bergsteiger sind sich der Gefahren auf dem Weg zum Gipfel teilweise bewusst. Dass er nicht zurückkommt, deshalb wird jeder Tackling von einem Schatten begleitet. Ich werde auch meine Freunde und Lieben sehen, Bergsteiger, die schon viele Male den Gipfel und die Berge bestiegen haben, Berge mit dem Weltraum verglichen oder in die Tiefen des Ozeans getaucht sind. Und tatsächlich muss man, um ans Ziel zu gelangen, Sauerstoffgeräte nutzen. Ab einer Höhe von 8000 m beginnt die sogenannte Todeszone, in der ein Mensch aufgrund von Sauerstoffmangel zu ersticken beginnt. Der Körper beginnt buchstäblich Zelle für Zelle abzusterben. Eine an 4 Bergsteigern in 8000 m Höhe durchgeführte Analyse ergab, dass der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut 4-mal niedriger war als die Norm. Normalerweise sehen wir solche Zahlen bei sterbenden Patienten, erklärt Arzt Jeremy Windsor, der die Blutproben untersuchte und 2007 selbst den Mount Everest bestieg. Der amerikanische Bergsteiger David Brosches verglich den Aufstieg auf die 8.000 m mit einem Dauerlauf, bei dem man atmen muss. Nur durch einen Strohhalm dürfen Sie nicht vergessen, dass die Reise zum Basislager auf 5.300 m Höhe etwa 3 Monate dauern wird. Der menschliche Organismus ist nicht an solch schwierige Bedingungen angepasst, weshalb es bei Bergsteigern häufig zu Hirnschwellungen oder Lungenödemen kommt. Um die Sauerstoffversorgung der einzelnen Organe in gewohnter Menge aufrechtzuerhalten, beginnt das Herz zu versagen höhere Frequenz. Aus diesem Grund kann die Herzfrequenz bis zu 140 Schläge pro Minute erreichen. Das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls steigt stark an. So kann es zum Beispiel passieren, dass manche beim Aufstieg ihr Augenlicht verlieren, Erfrierungen erleiden, Gliedmaßen erleiden oder vor Erschöpfung zusammenbrechen. Eine weitere Komplikation ist, dass der Wind auf dem Gipfel des Everest mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 m pro Sekunde weht, was einem echten Hurrikan gleichkommt. Am schlimmsten ist es jedoch, wenn bei Menschen eine sogenannte Höhenpsychose auftritt. Oder Bergwahnsinn. Die Menschen verlieren den Bezug zur Realität, es kommt zu Hör- und Sehbehinderungen. Halluzinationen sind bekannte Fälle, in denen Bergsteiger begannen, sich die Kleidung vom Leib zu reißen, obwohl die Temperatur unter dem Gipfel und an der Brust -20 bis -30 Grad Celsius beträgt, oder sie anfingen, mit imaginären Freunden zu reden, aber auch mit denen, die ihre Gesundheit bewahrten, Urteilsvermögen und Gedächtnis. Der Organismus in der toten Zone beginnt einfach zu versagen. Es kann zu Schlafstörungen kommen, es kommt zu Muskelschwund. Menschen verlieren schnell an Gewicht, Müdigkeit und Sehstörungen erhöhen die Sturzgefahr vom Berg,
Die Unfähigkeit, klar zu denken und Entscheidungen zu treffen, birgt die Gefahr, dass sich der Kletterer leicht verirrt oder auf Abwege kommt, das Sicherungsseil vergisst oder nicht anlegt, rechtzeitig erkennen, dass er Sauerstoffvorräte vorbereiten muss. Erfahrene Alpinisten sagen, dass der Mensch gerade in großer Höhe den Balanceakt an der Grenze zwischen Leben und Tod deutlich spürt, während der Organismus beginnt, Gerüche, Farben und Zeit anders wahrzunehmen. Die Kletterer verbrachten nur 15 Minuten auf dem Gipfel. Während dieser Zeit gelang es Hillary, Fotos zu machen. Dieser Ziegerführer oder Sherpa, und sie ließen Schokoladenbonbons als Geschenk für die Götter im Schnee zurück. Hillary hisste oben die Flagge. Hillarys Foto von oben ist leider nicht verfügbar, da Hillary selbst zufolge der Typ nicht wusste, wie man mit einer Kamera umgeht. 0606191153 Hillary wurde mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet, der Titel eines Ritterkommandanten für die Eroberung des Ivra-Blattes. Norgay Sherpa gewann die Tigermedaille. Sherpas haben übrigens eine angeborene Veranlagung für das Leben in großen Höhen. Sie leben auf einer Höhe von etwa 4 Kilometer über dem Meeresspiegel und verrichten in Bergsteigergruppen anspruchsvollste Arbeiten, indem sie Vorräte, Lebensmittel und Ausrüstung transportieren. Warum also lassen Bergsteiger, die das Besteigen von Berggipfeln ernst nehmen, freundschaftliche Beziehungen zueinander pflegen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen, die Leichen toter Freunde in den Bergen oder in großen Höhen zurück? Es gibt andere Moralstandards als im Rest der Welt. Lassen Sie uns das klarstellen. Nachdem es den Menschen im Jahr 19.153 erstmals gelang, den Everest zu bezwingen, forderte die Unterwerfung des Berges einen hohen Tribut in Form von mehr als 300 Menschenleben. Einige Bergsteiger sahen ihre Kollegen noch lebend, gingen aber nur an ihnen vorbei, da sie keine Chance hatten, ihnen irgendwie zu helfen. Das Problem ist, dass es am Everest einen Punkt gibt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Es liegt auf einer Höhe von 7900 m, höher als ein sterbender Bergsteiger erreichen kann. Etwas Hilfe, wenn er nicht in der Lage ist, sich mit voller Ausrüstung in warmer Kleidung und Schuhen mit allem notwendigen Zubehör fortzubewegen, wiegt eine Person mindestens 90 Kilogramm. Daher ist es nicht realistisch, dass eine Person den Abstieg schaffen kann, wenn es 2 oder 3 versucht haben. Die Kletterer werden durch die Breite des Weges am Erfolg gehindert, aber das bedeutet keineswegs, dass die Kletterer herzlos sind. Menschen sind einfach Situationen, in denen es wirklich nicht möglich ist, Hilfe zu leisten. Mit zunehmender Höhe sinkt die Sauerstoffmenge um die Hälfte und aufgrund des Sauerstoffmangels beginnt der Organismus zu arbeiten. Langsamer im Flachland könnte ein körperlich fitter Mensch locker mehrere Menschen auf einmal retten, doch in großer Höhe sind nicht Kraft und Fitness entscheidend, sondern der Sauerstoffverbrauch. Der Verbrauch steigt stark an. Es kann also passieren. Situationen, in denen es statt eines Toten 2 gibt. Sofern der Kletterer ausreichend mit Sauerstoff und Wärme versorgt ist. Dann ist der Einsatz, einem Kollegen zu helfen, eine Selbstverständlichkeit. Andernfalls besteht die einzige Möglichkeit zu helfen darin, eine Verbindung zum Basislager herzustellen. Darüber hinaus werden die Körper der Verstorbenen bald von den klimatischen Bedingungen des 4. Körpers beeinträchtigt und gefrieren. Selbst wenn sie versuchen würden, den Körper zu Fall zu bringen, würden sie dafür eine beträchtliche Zeit benötigen. Darüber hinaus unternehmen Kletterer keine Expeditionen, um auf halbem Weg durch die Körper von Kletterern zurückzukehren, denen es ohnehin nicht gelungen ist, die Eblis zu bezwingen. Sie bleiben für immer in den Bergen. Das ist der Preis für einen Aufstieg mit einer bestimmten Bedeutung und für die Erfüllung eines Traums. Hoch in den Bergen bekommen die Begriffe Freundschaft und gegenseitige Hilfe eine andere Bedeutung. In den Bergen ist es viel enger und die menschliche Anstrengung dafür gegenseitige Unterstützung und Hilfe werden schwächer. Schließlich entscheidet hier nicht die Moral, sondern der Sauerstoff. Darüber hinaus sind klimatische Bedingungen und Ausdauerkletterer davon überzeugt, dass sich der Mensch im Hochgebirge zwischen 2 Welten befindet, was bedeutet, dass er buchstäblich an der Grenze zwischen Leben und Tod balanciert. Diejenigen, die bereits einen der 8000er bestiegen haben, sagen, dass die Menschen zum Everest gehen, weil er für jeden eine Herausforderung darstellt. Und obwohl bereits 1000 Menschen den Gipfel erklommen haben, ist die Eroberung für jeden eine persönliche Leistung, aber jeder Schritt in Richtung Gipfel ist ein Sieg über sich selbst. Wenn Sie es schaffen, das Handgelenk zu erobern, werden andere Probleme im Leben nicht mehr so komplex und unüberwindbar sein. Und das sind alles Freunde. Geben Sie ein Like, wenn Ihnen das Video gefallen hat, schreiben Sie Kommentare und bis bald.